Wir sind hier gerade auf der WM-Quali in Willstedt, einem Einrad-Wettkampf, und ich nutze diese Gelegenheit, euch mal zu erklären, wie so ein Einrad-Wettkampf überhaupt funktioniert. Wir fahren hier Einrad Freestyle, das bedeutet, es gibt Einradküren, die zur Hälfte aus Präsentationen bestehen, beziehungsweise Präsentation wird zur Hälfte gewertet und die Tricks an sich werden zur Hälfte gewertet. Das heißt, es geht darum, eine gute Show zu machen, ein tolles Gesamtkonzept, mit Armbewegungen zu arbeiten, Gesichtsausdrücken, Kostümen, aber auch technische Schwierigkeiten auf höchstem Niveau einzubauen. Dafür trainieren wir jahrelang, um dann hier einmal oder mehrmals im Jahr auf verschiedenen Wettkämpfen unser Können zu präsentieren. Bei den Tricks haben wir so einige Standardtricks, das ist zum Beispiel Stand-Up, Trackseat, Crossover und neuerdings auch Kreuzfahren. Das kam erst vor ein paar Jahren so auf und mittlerweile gibt es die extremsten Variationen davon. Und in Wettkämpfen geht es eigentlich darum, wer hat die spannendsten Variationen dieser Basic-Tricks für sich kreiert und natürlich auch, wer hat vielleicht den einen oder anderen ganz neuen Trick drauf und überrascht uns mit etwas ganz, ganz anderem. Zusätzlich zu Präsentation und Technik werden noch die Abstiege gewertet. Da geht es natürlich darum, möglichst wenig Abstiege zu haben. Es gibt die Unterscheidung zwischen leichten und schweren Abstiegen. Leichte Abstiege sind, wenn man vom Einrad normal runterfällt, das heißt, die Füße gehen auf den Boden. Schwere Abstiege sind, wenn ein anderes Körperteil, zum Beispiel die Hand oder der Po, auf den Boden fällt oder das Einrad selbst auf den Boden fällt, zum Beispiel der Sattel oder die Pedale umkippt. Ausnahme dabei sind Tricks im Trackseat. Wenn man schon im Trackseat ist, also der Sattel schon auf dem Boden ist und man damit fährt und dann das Rad umfällt, dann kann es kein schwerer Abstieg mehr sein, zumindest nicht vom Einrad selbst. Wenn man dabei noch auf den Po fällt, natürlich schon. An Freestyle-Wettkämpfen gibt es verschiedene Disziplinen. Zum einen die Einzelküren, also wo ein Fahrer auf dem Feld alleine fährt. Zum anderen Paarküren, also ein Duo. Und auch Gruppenküren. Kleingruppe oder Großgruppe. Kleingruppe besteht aus bis zu 8 Fahrern und Großgruppe ab 8 Fahrern. Eigentlich unbegrenzt wie viele. Häufig sieht man auch Küren mit 16 oder 20 Fahrern und das ist dann richtig beeindruckend. Hier in der WM-Quali haben wir nur die Entscheidung zwischen Einzel-, Paar- und Kleingruppenküren. Da es bei den Großgruppenküren nicht so viel Meldungen gab, dass es hier ausgetragen werden muss. Dort vorne sitzt die Jury, besteht zur Hälfte aus Technik und zur Hälfte aus Präsentationswertern. Dementsprechend gilt es, das Gesamtkonzept abzudecken. Und wir schauen uns jetzt einige dieser Küren an. Das war die WM-Quali in Willstedt. Es hat mir super viel Spaß gemacht.